Wir arbeiten Last-Minute-Weihnachtsanhänger für den Tannenbaum oder als Geschenk. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Um unsere Anhänger arbeiten zu können, brauchen wir ein Stoffquadrat, das ziemlich steif ist. Damit wir unser Stoffquadrat so steif bekommen, nehmen wir einmal Bastelkleber. Und wir nehmen Wasser. Auf 500 Milliliter Wasser gebe ich 125 Gramm Bastelkleber. Das Ganze mische ich einmal gut durch und gieße das in ein Gefäß. Unsere Stoffstücke sollten noch nicht zugeschnitten sein. Sie sollten eine Stoffgröße haben, aus der wir unsere gewünschten Quadrate ausschneiden können. Da die Enden aber in diesem Bad noch ein bisschen ausfransen, geben wir die Stoffstücke einfach nicht zugeschnitten in unsere Mischung hinein. Alles einzeln und ich drücke das gerne immer mit ein paar Stäbchen an. Wenn sich unsere Stoffe gut vollgesogen haben, holen wir sie vorsichtig wieder heraus. Darum habe ich sehr gerne die Stäbchen. Wir halten unsere Stoffstücke an einer Ecke fest und streichen die überflüssige Flüssigkeit, den Kleber, wieder ab. So, wenn wir das haben, hängen wir unser Stoffstück zum Trocknen auf. Das wiederholen wir mit allen Stoffstücken. Das ist der achteckige Origami-Stern. Und den möchten wir nun einmal gemeinsam falten. Wir legen einmal von unserem Stoffquadrat, das 15 x 15 cm groß ist, beide Seiten zueinander und falten unseren Knick gut ein. Das Ganze öffnen wir und wir legen das auf die nächste Seite. So. Auch diesen Knick falten wir richtig gut ein. Dazu nehmen wir ein Bügeleisen ohne Dampf. Unser Stoffstück haben wir ja in Kleber getränkt. Wir nehmen die Innenseite nach oben und wir falten ein Dreieck. Und wir bügeln diese beiden Dreiecksseiten richtig gut ein. Und das Gleiche machen wir mit dem Dreieck zur anderen Seite. Auch hier bügeln wir beide Seiten einmal richtig gut ein. So schaut das Ganze aus. Wir bringen beide Dreiecksseiten wieder zueinander. So. Wir öffnen, bringen die Dreiecksseiten aufeinander. Wenn wir das jetzt öffnen, dann können wir unsere Flügel, unsere Außenkanten nach innen legen. Auf beiden Seiten. Das fällt wie von alleine. Wenn wir das haben, bügeln wir das noch einmal gut fest. Als nächstes möchten wir unsere Seitenteile zur Mitte falten. So. Beide Seiten falten wir zur Mitte. So. Auf der Rückseite machen wir das Gleiche. Das Ganze wollen wir einmal mit dem Fingernagel schon so ein bisschen vorfalten, so ein bisschen einfalzen. So schaut das aus, es wippt auf. Und diese obere Spitze legen wir nun einmal zur ersten Seite. Da können wir schon einmal unser Bügeleisen drauf halten. Das Ganze wippt auf, unsere Seiten wippen auf. Wir legen die Seiten nach außen und wir schlagen unsere offene Spitze bis zur eingefalzten Stelle wieder auf. Hier können wir jetzt unsere Seiten nach innen legen, auf beiden Seiten.
ziehen das Ganze einmal hoch und falten das über den eingefalzten Knick. Damit unsere Seiten hier nicht aufgehen, können wir das einmal offen liegen lassen und schon zueinander bügeln. Und wir schließen das Ganze. Auf der Rückseite machen wir das Gleiche. Auch hier nehmen wir einmal unsere Spitze zur Mitte. Wir bügeln das Ganze. Wir öffnen unsere Seiten. Wir schlagen die Mitte nach oben. Hier ist diese eingefalzte Seite. Und wir legen wieder die Seiten zueinander. So, die Mitte ziehen wir hoch. Wir bügeln das Ganze einmal gut ein. Bügelt nicht mit Dampf, einmal weil unser Tuch in Kleber getränkt ist und der Kleber wasserlöslich ist und zum anderen, damit ihr euch mit dem Dampf nicht die Finger verbrennt. Wir schlagen die Mitte nach unten und bügeln das auch wieder ein. Was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten diese Spitze nach innen legen. Dazu knicken wir noch einmal zu beiden Seiten. Wir nehmen unsere Seiten in die Hand, so, ziehen das Ganze einmal auf, haben jetzt diese Pyramide und diese Pyramide lassen wir eben stehen. Wir haben hier rechts und links einen Boden in der Pyramide. Und diesen Boden, den pressen wir jetzt einmal ein. Die ersten beiden Seiten. Schlagen das einmal um. Und wir pressen die zweiten beiden Seiten. Und schlagen das wieder um. Und wir bringen wieder unsere 4 Zacken zueinander. So, wir bilden so eine Spitze, so eine kleine Pyramide. Und wir nehmen diese Innenseite nach oben. Und diese Spitze schieben wir jetzt nach innen, bis sich das ganze Hütchen hier zusammenzieht. Das ist, was wir möchten. Und wir legen das einmal grob zusammen. Wir heben einmal die Seiten hoch, auf beiden Seiten. So. Und wir richten jetzt diese Mitte richtig aus. Wir legen die obere Kante bis zur Mitte, falten das zur Seite und das legt sich wieder zurück. Und dann legt sich das ganz von selbst richtig. Mit der zweiten Seite machen wir das Gleiche. Wir schlagen diese Seite zur Mitte, schieben die ein bisschen hoch und lassen das Ganze zurückfallen. Schlagen die obere Seite um. Hier noch so ein bisschen korrigieren. Und dann ist unsere Mitte innen. Das braucht ein bisschen Übung. Aber es ist aus Stoff. Aus Stoff ist es im Moment schwerer, aber viel leichter zu korrigieren als mit Papier. Wenn wir das Ganze gut gelegt haben, dann pressen wir das wieder ein. Wenn ihr hier jetzt solche schiefen Stellen habt, wie ich hier, könnt ihr das, wenn ihr mögt, ein bisschen nachschieben, aber das müsst ihr gar nicht. So. So schaut das Ganze aus. Unsere Seitenteile können wir wieder hochschlagen und sie sind genauso zu öffnen, wie wir das zu Beginn hatten. Wenn wir jetzt mal hineinschauen, dann werden die mittleren Seiten so festgehalten. Das ist, was wir möchten.
Wir schlagen das zur anderen Seite und bügeln auch das nochmal fest. Wenn wir jetzt hier die Seite hochheben, ist die gebunden. So schaut das aus. Wir nehmen die untere Spitze und schlagen sie so weit das geht nach oben. Bügeln das Ganze einmal ein. Wir drehen das, nehmen die zweite Spitze, schlagen sie hoch und bügeln das Ganze einmal ein. Wir öffnen das, das heißt, wir schlagen das einmal um und auf der Rückseite noch einmal. Und nun schlagen wir diese offenen Kanten einfach genauso weit hoch, wie wir das mit den gebundenen Kanten hatten. Bügeln das ein, drehen das um, schlagen das hoch und wir bügeln das ein. So. Unsere Seiten, die sich hier jetzt ergeben, die schlagen wir, diese kleinen Seiten, die schlagen wir erneut zur Mitte. Und wir bügeln. Das ist eher ein Pressen als ein Bügeln. Wir drehen das Ganze um, wartet ein bisschen, bis es abgekühlt ist und wir wiederholen das auf der zweiten Seite. Pressen das gut ein. Wir drehen das einmal um und wiederholen diesen Schritt auf der Rückseite. Pressen. Die nächste Seite. Wir arbeiten gerade an diesen Ecken. Pressen. Wir öffnen das Ganze einmal, schlagen das also wieder zur gegenüberliegenden Seite und schwupp, wir wiederholen. Ups, da ist der Schritt rausgewandert. So. Und wir wiederholen den Schritt. Und wir wiederholen das auf der letzten Seite. Das Ganze springt schon auseinander und genau das wollen wir jetzt. Wir öffnen das einmal und wir drehen das auf die andere Seite. Und schon haben wir einen Stern und das, was wir hier an Ergebnis haben, das bügeln wir jetzt richtig fest. Und ihr seht schon, das Ganze springt von alleine wieder auf. Wir möchten das aber nicht ganz so flach haben. Wir drehen das noch einmal um. Und wir bügeln diese Kanten noch einmal nach innen. So, legen das an, bügeln, wandern, legen das um, einfach nur die Mitte. Bügeln, lassen das auch wieder zurückspringen. Wir legen nur die Mitte ein bisschen um. Bügeln die Mitte und wir drehen ein bisschen weiter. Und so schaut unser Stern jetzt aus. Wir möchten ihm noch ein bisschen Festigkeit geben. Dazu nehmen wir einen Faden. Ich habe dazu so einen Jeansfaden genommen mit einer Stärke Nummer 36. Das Ganze ziehen wir einmal auf unsere Nadel. Und wir nehmen unsere Mitte. Stechen einmal durch unsere Mitte. Und wir fädeln die erste Perle auf. So. Ich verknote das hier schon einmal.
So, damit unsere erste Perle schon einmal sitzt. Unseren Faden ziehen wir zur anderen Seite. Und auch hier setzen wir eine Perle ein. Damit unsere Seiten sich hier jetzt nicht weit wieder öffnen. So, wir haben hier, dass die Seiten nach außen flappen. Nehmen wir unseren Faden, fixieren einmal nur diese äußere Kante, nähen das fest, gehen durch unsere Perle, fixieren die zweite äußere Kante, gehen wieder zurück zur Mitte. So, jetzt kann unser Stern nicht mehr auseinanderbrechen. Das Ganze verknoten wir erneut. Und wir ziehen unseren Faden durch eine Seite. Unter der Perle entlang. So, mitten durch unsere vielen Lagen Stoff. Und wir kommen aus einer Spitze heraus. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen 3. Advent. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten und Weihnachten vorbereiten. Tschüss!